Bei Morelo sind wir heute zu Gast. Am 27. November 2020 hier ist Robert Crispens. Grüß dich. Hallo Sven, servus. Ja, du hast einen riesen Vorteil. Du musst dir nicht merken, wie die Stationen heißen, denn oben drüber haben wir große Ziffern. Das ist die 1. Genau, das ist die Station 1. Das ist im Prinzip der Start des Reisemobilbaus bei uns. So, wir kommen jetzt hier rein. Genau. Da wird der Boden montiert. Da wird der Boden montiert, also unter anderem Boden 1, dann der Zwischenraum, der Keller wird gemacht, die Tanks werden verlegt, die Tanks werden verbunden, die Tanks werden auch angeschlossen und dann kommt das ganze Fahrzeug, man sieht das hier ganz gut, wenn du da mal reinleuchtest, auf den Querverschub, also die Fahrzeuge werden bei uns alle auf eine Querverschub aufgestellt und dann mit Manneskraft nach links geschoben. Okay, das heißt, da sind Rollen drunter. Genau. Es geht einmal quer und dann wahrscheinlich nach vorne. Und dann nach vorne. Ab der Station 3 geht es dann quasi, oder ab Takt 3 geht es dann quasi komplett nach vorne bis Takt 20. So, und wenn die jetzt reingefahren werden, dann kommen die erstmal auf diesen Platz, nehme ich an. Genau, das ist die Vorbereitung. Da wird der Rahmen gereinigt, der Boden 1 wird angelegt und vermessen. Man sieht das Schwarze, das ist alles geprimert. Du siehst, die Kollegen messen hier rum, da wird alles nochmal geprüft und kontrolliert. Weil das ist wie am Hausbau auch, das ist das Fundament für alles und das muss stimmen. Genau, es soll ja auch nicht knarzen, es muss funktionieren. Das System Morelo ist so, dass der Boden liegt direkt auf dem Rahmen auf? Genau, der Boden liegt direkt auf dem Rahmen auf. Okay. Ist das jetzt kein Problem, was so die Verbindung angeht und so weiter? Nein, bis jetzt haben wir damit kein Problem. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben die Ausleger, die das Ganze nochmal stabilisieren und machen da keinen Hilfsrahmen mit rein. Genau, das ist nämlich so, was viele sagen. Der Vorteil ist, das Fahrzeug wird ein bisschen tiefer und da geht es um jeden Zentimeter heutzutage. Genau. Die Fahrzeuge haben ja mittlerweile Dimensionen erreicht, die 4 Meter fast kratzen und da kommt es auf 5-6 Zentimeter an. So, also wenn die kommen jetzt von eurem Fahrzeugbauer, ja, da sind natürlich die Hubstützen schon drin. Genau, das Fahrzeug ist im Prinzip, Karosseriearbeiten sind komplett abgeschlossen, also wir haben die Hubstützen, wir haben die Fahrwerke, wir haben die Gastanks, Dieselaggregate sind schon komplett vorkonfektioniert. So, zur Luftfederung. So, das ist jetzt, was für ein Fahrzeug ist das, weißt du es? Das schaut für mich, also in dem Zustand schwer, aber es könnte ein Empire Liner sein. Könnte ein Empire Liner sein. Er hat eine Garage mit drin, das heißt Empire Liner 7,49 Tonnen? Nein, plus. Also plus. Ab 7,49 Tonnen. Ab 7,49 Tonnen. Thema Rostschutz, ja, wenn man die Fahrzeuge sieht. Ist es möglich, einen zusätzlichen Rostschutz direkt danach anbringen zu lassen? Einen Unterbodenschutz gibt es. Da gibt es auch zig Fachwerkstätten, die sich darauf spezialisiert haben. Nachrüsten? Genau. Okay, das heißt am besten direkt dann, wenn? Genau. So, hier vorne sieht man den Boden. Der Boden, der ist komplett holzfrei. Der Boden ist komplett holzfrei, das sehen wir dann später in der Panelfertigung. Das ist ein Hartschaum, PU. Dazwischen ist das Styroform, das für die Dämmung sorgt. Und ist hier auf Untergrund Kunststoff und hier unten GFK. Das verhindert im Prinzip aggressive Salze oder das klassische Aluminium, das angegriffen wird in dem Bereich verhindert. So, ihr habt was ganz Spannendes, eine ganz große Leere. Die ist riesig. Das heißt, hier wird exakt gemessen, Es muss exakt gemessen werden. Also der Boden der muss plan liegen, da darf es keine Abweichungen geben. Weil wie gesagt, das ist das Fundament für das Haus danach. So, die Frage ist, der Boden, wie wird der jetzt anschließend verbunden mit Schrauben oder wie läuft das? Genau, eigentlich sitzt der Boden auf dem Kleber und die Schrauben werden dann nochmal hilfsweise verbunden. Du siehst das hier, wenn du da mal drauf leuchtest. Da kommen dann Hülsen rein, unter anderem, und der Kollege heftet ihn jetzt an und dann wird der Boden komplett verschraubt. Achso, der hält aber an dem Kleber alleine, der würde auch alleine am Kleber halten. Sagt der Kleberhersteller, wir haben es noch nicht versucht. Okay, das heißt, die Schrauben, die sind nur zur Fixierung quasi. Genau. Genau, weil die Härtezeiten bei so einem Klebstoff sind zwischen, ich sage jetzt mal, 2 bis 4 Tagen und die Zeit haben wir ja nicht. Also wir takten hier in 3,5 Stunden, da können wir keine 2 Tage warten, bis der Kleber aushärtet. Jetzt mal eine Frage, das hier ist Station Nummer 1, ist das 1a, 1b? Wie das muss ist die Vorbereitung. Das ist quasi die Vorbereitung. Man sieht, die Kollegen haben einen kleinen Vorlauf, deswegen arbeiten die vor. Und das ist für uns die klassische Vorbereitung. So, das heißt, bei euch wird ja nichts mehr gehen ohne Kleber, oder? Nein, nichts. Das ist krass. Also wenn du das Ganze siehst, das ist Hightech. War das möglich vor 20, 30 Jahren in der Form zu arbeiten? Ich glaube nicht, oder? Nicht mit der Präzision. Okay, da vorne ist eine Kartusche drin. Ja, Thema Einkauf, das ist ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Das heißt, wenn du irgendwas brauchst, was jetzt irgendwie funktioniert, dann braucht man natürlich auch Lieferanten, die just in time liefern können. Das fängt beim Kleber an. Du wirst wahrscheinlich nicht nur eine Kartusche bestellen, oder? Nein, wir bestellen das palettenweise. Wenn du mal schaust, wie viele da drauf kommt, da kommen dann nochmal Abstandsösen drauf und dann wird durchs Auflegen dann unten nochmal abgezogen. Da sollte man, ich sage jetzt mal, nicht sparen.
Ja, was die Leute festgestellt haben bei dir ist, du kennst dich wirklich aus, du weißt fast alles. Ja. Ist das hier bei den Entscheidern so, dass sie die Fahrzeuge in- und auswendig kennen? Ja, doch. Das ist die Grundvoraussetzung bei den Entscheidern hier. So, dann kommen wir mal hier ist Station Nummer 1 und das geht dann weiter. Also von der Station, da wird der Boden dann draufgeklebt, geschraubt, genau vermessen, das Fundament muss stimmen und dann geht's hier hin. Genau, dann geht es auf Takt 1. Normalerweise wird es auf die Querverschübe aufgefahren, das Chassis, und dann nur noch quer verschoben. So, hier kann man sehr schön sehen, das ist das, was viele Leute jetzt an dem Video lieben, dass man mal durchgucken kann, wenn es nicht gebaut ist. Wenn man das Ganze so sieht, fertig als Reisebus und sieht das hier so ein bisschen, ja. Noch viel schlimmer ist es bei euch unten auf dem Reiseplatz, ja. Daneben habt ihr ja die Fahrgestelle stehen. Die schweißen wirklich erstmal den ganzen Aufbau runter bei eurem Fahrzeughersteller. Die kriegen die, glaube ich, mit dem Fahrerhaus, oder? Ja, unter anderem werden da Chassis mit Fahrerhaus angeliefert, in der Regel aber als Windlauf. Und der Windlauf wird ja auch komplett demontiert. Also das Armaturenbrett kommt weg, das Podest kommt weg und wir montieren unser eigenes Podest. So, schauen wir uns doch gleich mal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Denn wenn er hier ankommt, dann sieht man sehr schön, die Station montiert die Tanks, unter anderem. Die Station montiert die Tanks, also wir haben hier die Wasserinstallation. Man sieht, die Kollegen haben die Rohre alle verklebt. Die Entlüftung ist angebracht, die Zuläufe sind angebracht. Wir haben hier die Tankspülung mit dabei. So, die Tankspülung. Das heißt, ich kann also das Wasser reinleiten in den Tank für eine Spülung von außen. Wie merke ich, dass er voll ist dann? Abschalten. Naja, oder es läuft über die Entlüftung, über die Zwangsentlüftung raus. Achso, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren, nein. Okay. So, da vorne ist der Fäkaltank. Ist links oder wo ist der? Wir haben hier jetzt den Abwassertank, hier den Fäkaltank und den Frischwassertank. Der Frischwassertank ist immer der größte. Der größte von beiden, ja. Hier vorne sieht man auch, hier ist eine Außendusche mit drin. Es ist nicht so, es ist alles wie so eine Art Lego so ein bisschen aufgebaut. Das heißt also, erst beginnt das, dann das, dann Genau, das. es ist eine sehr modulare Bauweise, die uns aber auch den Takt oder die Tankgeschwindigkeit ermöglicht. So, jetzt ist ja das Thema, ihr könnt ja einen Home anbieten für, ich glaube, Einstiegspreis beim Home, Grundpreis, wie liegt der? 170.000. 170.000. Wenn man sieht, das ist dann im Prinzip der gleiche Takt, der wird auch hier gebaut, der Home, obwohl er 170 kostet. Ja, natürlich, die fahren bei uns, egal ob Home oder Grand Empire, alle durch dieselbe Linie. So, hier vorne sieht man die Alde. Ja, ihr schwört auf Alde, sehr zuverlässig. Alde ist sehr zuverlässig und wir haben seit Anfang an die alte Warmwasserheizung drin. Ist was anderes kann man sich in dem Segment nicht vorstellen. Ja, schön, wir dürfen überall reingucken. Du hast doch gar keinen Stress damit, dass wir hier irgendwas filmen, was da ist. Das heißt Qualität, hier kann man zugucken, Handwerk. Genau. So, ich zeige mal kurz hier so einen kleinen Anschluss, dass man mal sieht, wie das da ist. Es muss alles funktionieren. Ihr habt wahrscheinlich für viele Dinge schon viel Lehrgeld bezahlt, oder? Ohne Kommentar. Ja, ich meine, es ist ja so, wenn man jetzt sowas entwickelt, ihr habt laufend neue Fahrzeuge, die draufkommen, der Grand Empire zum Beispiel, da merkt man wahrscheinlich erst in der Produktion, wie die Abläufe sind, oder? Nein, nicht wirklich. Also wir haben ja eine sehr gute Arbeitsvorbereitung, eine Mega-Konstruktion und im Produktentstehungsprozess wird es ja im Vorfeld schon alles abgebildet und abgesprochen. Und wenn auch so ein Prototyp durch die Produktion läuft, dürfen die Standardprozesse nicht behindert werden. Von daher ist das schon sehr gut abgestimmt. So, ich halte mir hier ganz langsam drauf. Hier auf der linken Seite kommt Elektro später rein. Genau, das ist das Elektrofach, das sieht man durch die Entlüftung, damit die Wärmeentwicklung dann einfach abgeführt werden kann. Und hier vorne sieht man dann noch weitere Fächer, die da sind. Was ja ganz wichtig ist bei euren Fahrzeugen, ihr habt einen beheizten Doppelboden und hier sieht man sehr, sehr schön. Überall habe ich hier Öffnungen drin, das heißt also die Warmluft kann komplett zirkulieren. Da sind sogar Heizkörper drin. Genau, das ist im Prinzip der Schweizer Boden, wenn man da reinguckt, also wie ein Schweizer Käse, alles durchlöchert. Das ist absichtlich, damit einfach die Luft zirkulieren kann und die Wärmekollektoren, die hier eingebaut sind, dafür sorgen, dass die Tanks nicht gefrieren, auch nicht bei minus 30 Grad. Da kann nichts passieren. Das heißt, also ihr habt eine Heizung nochmal für die Tanks selber. Der schöne Vorteil ist, es gibt optional ja eine Fußbodenheizung. Selbst wenn ich ihn nicht wählen würde, der Boden wäre trotzdem warm. Genau. Okay. Aber viele wählen sie, oder? Ja, die Fußbodenheizung ist ab der Pellets-Baureihe Serie. Ist das? Ja, hier vorne sieht man sehr schön, das wird der Kofferraum. Genau, das ist dann der Laderaum, der quasi über die komplette Fahrzeugbreite durchgängig beladen werden kann. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie kann ich so ein Fahrzeug leiser machen. Es gibt da noch so ein extra Paket, dass ich sag mal, das Chassis nochmal dämmen kann. Das bedeutet, da kommen noch mehr Armaflex, Isolierung und so weiter drauf. Das gibt so ein ich sag mal, Schalloptimierungspaket, das man bei uns mit dazu bestellen kann. Da wird im Prinzip der Radlauf des Armaturenbrett nochmal separat gedämmt. Da sieht man ihn hier sehr, sehr schön. Hier ist es nicht montiert und bei meinem ist es montiert. Genau, bei deinem ist montiert.
Ja, ich bin nämlich der totale Fan von wenig Schall und da kann man es direkt mal sehen, das ist das Schalloptimierungspaket, was hier auf der Seite drauf ist. Und das ist zwar nur so klein, aber der Vorteil ist, später kommt man nicht ran. Genau, also du siehst, hier wird im Prinzip alles isoliert. Die Seitenwand wird später isoliert und die Verbindung wird komplett zugemacht. Ist nicht ganz billig, das Paket, also wenn man das jetzt ordert, aber man fährt ja den ganzen Tag mit stundenlang, das macht viel aus. Ja, es macht viel aus, aber du siehst auch, das ist reine Handarbeit. Also der Boden 1 hier wird komplett per Hand isoliert. Also es sind keine Stanzteile, die man zuschneiden oder fertig bestellen könnte, sondern es ist alles Handarbeit. Da wird jedes Loch ausgeschnitten und dann manuell beklebt. Ja, das ist das Medien-Saarland-Fahrzeug. Ich bin ganz beeindruckt. Ja, habt ihr ab und zu schon mal Montagsfahrzeuge? Gibt es sowas überhaupt noch? Nein, Montag produzieren, wenn ich das weiß. Nee, du lachst jetzt, aber das jetzt einer. Ich hab das öfter mal mich mit Leuten unterhalten, wenig Morelos, muss ich sagen, die gesagt haben, hey, ich war schon 100 Mal in der Werkstatt, die werden des Problems nicht Herr. Die Klappen schließen nicht, das geht nicht, das zirrt und so weiter. Da habt ihr wenig Probleme mit. Also Probleme haben wir, glaube ich, alle mit. Also mit alle meine ich die ganze Caravan-Branche. Was man hier nicht verkennen darf, du siehst ja mal in die Produktion, es gibt hier keinen einzigen KUKA-Roboter, der irgendwelche Prozesse übernimmt, sondern hier arbeiten Menschen. Und es ist so, wo Menschen arbeiten, passieren leider auch Fehler. Wir haben zwar viele Prüfeinrichtungen und Kontrollstellen, um das zu verhindern, aber es lässt sich nicht immer verhindern. Ich glaube, das Wichtige ist der Umgang mit dem Fehler danach. So, ich zeige es mal gerade. Der Kleber, der hat ja eine gewisse Abbindezeit. Wie viel Zeit haben die? Ja, die können da jetzt eine Stunde werkeln ohne Probleme. Okay, das heißt, die können das exakt machen mit allem drum und dran. Genau, da kommen jetzt Abstandshalter noch mit rein, die verhindern, dass der Kleber komplett rausgepresst wird. Also die haben sie vorher mit reingeklebt. Das heißt, das Auto ist fertig. Also die vermessen jetzt, richten aus und dann wird es festgeschraubt. Ja, Station 1, respektive 2 sind wir hier vorne da. Wir sind bei Morelo heute am 27. November 2020 zusammen mit Robert Crispins. Vielen Dank erstmal für die Station 1. Gerne, gerne. Ciao, ciao.